Herzlich willkommen auf meinem zugegebenermaßen noch jungen Kanal. Ich hatte euch ja versprochen, mit euch heute ein Körnerbrot zu backen und ich hoffe, der kleine Einspieler des Endergebnisses hat euch schon entsprechend motiviert. Ich muss allerdings sofort klarstellen, es ist nicht mein eigenes Rezept, es ist das Rezept von Marcel Paar. Marcel ist ein Schweizer Bäcker und er hat einen wunderbaren YouTube-Kanal, den ich schon Ewigkeiten verfolge und alle seine Brote sind sehr ansprechend und haben es verdient, nachgebacken zu werden. Warum habe ich mir ausgerechnet dieses ausgesucht? Weil es so sehr gut zu der Philosophie meines Kanales passt. Es ist ein ganz ehrliches Brot. Es besteht außer dem Hauptdarsteller, den Körnern, nur noch aus Mehl, Hefe und Salz. Und es sind nur ganz wenige Arbeitsschritte erforderlich, um zu einem super Ergebnis zu kommen. Und, was auch noch klasse ist, es verlangt nicht viel Arbeitszeit. Ich habe es mal ausgerechnet, wir kommen insgesamt so auf eine Zeit von Anfangen die Zutaten zu mischen bis Schieben in den Ofen von 2 Stunden 20. Reine Arbeitszeit davon, sie sind allerdings nur bei 45 Minuten. Und der Hauptdarsteller, die sind die Körner. Ich hatte schon gesagt, was das Schöne ist, man kann mit den Körnern variieren. Also Marcel hat in seinem Originalrezept, und ich verlinke euch unter meinem Kanal seine Homepage, 68 Gramm Saaten vorgesehen. Ich gehe gerne mal auf die doppelte Menge und das hat der Qualität des Brotes gar keinen Abbruch getan. Was ist außerdem noch außergewöhnlich, da Marcel Schweizer ist, benutzt er sogenanntes Ruchmehl. Das kennen wir hier in Deutschland nicht, aber unser Weizenmehl Typ 1050 kommt dem am nächsten und mit diesem Mehl gelingt dieses Brot auch wunderbar. Bislang habe ich die Bilder für sich sprechen lassen. Nun aber einige Erklärungen zu dem nächsten kleinen Videoabschnitt. Ich unterbreche hier den Vorgang des Knetens. Und zwar will ich mich vergewissern, wie weit der Teig sich schon entwickelt hat. Die Hefe produziert ja ein Gas und dieses Gas ist für den schönen Auftrieb, für die Lockerheit des Brotes ganz, ganz wichtig. Und man kann das mit dem sogenannten Fenstertest überprüfen, indem man den Teig auseinanderzieht. Bei mir gelingt das nicht ganz so gut, weil ich einfach sehr viele Körner drin habe. Aber wenn ihr Fenstertest eingebt, findet ihr ganz viele Videos im Netz, die euch das nochmal ausführlich erklären.
können noch so über den Tisch schalten. Das hier wenden. Wow. Lege ab. So. Jetzt kommt vielleicht die Sache, die am ungewöhnlichsten ist für dieses Brot. Das Brot muss, wenn es in den Ofen kommt, von Anfang an geschwadet werden. Leute, die einen Dampfgarer haben, für die ist das natürlich am einfachsten. Das haben aber die wenigsten von uns. Man kann sich folgendermaßen helfen. Und zwar während des Aufheizvorgangs stellt man schon eine Metallschale zusätzlich mit in den Ofen. Und wenn man dann die Brote schiebt, gießt man dort Wasser rein. Es erzeugt sofort einen Dampf oder man kann die Brote auch noch einsprühen. Nach den ersten 20 Minuten unter Wasserdampf wird dann dieser Dampf abgelassen und die Brote weitere 20 Minuten ganz klassisch zu Ende gebacken. So, ich hoffe, ihr seid nun ausreichend motiviert, beziehungsweise habt vielleicht das Brot auch schon gebacken. Oder um genau zu sagen, wir haben ja 2 Brote erzeugt. Und das ist ganz schön, es ist etwa so ein 600 Gramm Brot. Es ist ja immer wunderbar, so ein Brot frisch zu essen. Das zweite wandert dann in die Nachbarschaft oder in den Froster. Einzufrieren ist es nämlich auch wunderbar. Macht nur nicht den Fehler, den ich aus lauter Ungeduld gemacht habe. Schneidet das Brot nicht zu früh an. Lasst es lieber auskühlen. Ich konnte es nur einfach nicht abwarten. Schade, dass ich euch nur das optische Ergebnis präsentieren kann. Der Geruch ist einfach wunderbar und wenn die Finger durch diese Körner gleiten, ist das auch ein außergewöhnlich schönes Gefühl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und ganz, ganz großen Erfolg. Bis zum nächsten Mal.